Was passiert eigentlich, wenn man am südlichsten Zipfel Kroatiens einfach weiter nach Montenegro fährt? Man trifft auf charmante Autocamps, manchmal ziemlichen Luxus und ein paar coole Bars, jede Menge Katzen und es wird eng, sehr eng. Folgt uns auf unseren Weg nach Montenegro. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitkommt. Bis später! Wunderschönen guten Morgen! Wir sind jetzt mittlerweile in Italien angekommen, haben heute Nacht auf einem kleinen Stellplatz übernachtet, umringt von Bergen. Jetzt kommt schon so langsam Urlaubsfeeling auf. Montenegro ist sehr weit für uns aus Norddeutschland als Anreise. Daher haben wir fast 3 Tage richtig reine Anfahrtzeit. Die haben wir euch jetzt mal erspart oder ersparen wir euch, deswegen nur so kleine Clips. Richtig los geht's dann, wenn wir in Montenegro sind. Bis später. Bis später. Ja, gerade noch gesagt, wir filmen jetzt die Anfahrt nicht weiter. Und dann kommt hier auf einer italienischen Landstraße in herrlichstem Sonnenschein so ein Earthporn. Also, wer uns schon ein bisschen kennt jetzt, da mussten wir auf den Knopf drücken. So schön. Also man muss dazu sagen, es bewahrheitet sich mal wieder in den Alpen, gerne auch mal von der Autobahn runter auf die Landstraße. Wir müssen das jetzt hier machen, weil der Stellplatz hier war und die jetzt aber schnell und wir noch einkaufen wollen. Florian hatte noch keinen Kaffee, also entschuldigt diese leichten Wortfindungsstörungen. Ich habe meinen Kaffee. So, weiter. So, auf alle Fälle, die ganze Strecke können wir uns hier auf der Landstraße heute nicht geben. Dafür ist das zu weit. Aber ein kleiner Dip muss eben sein. Die Landstraße gibt es nachher in Kroatien auch noch ein Stückchen der Transgeweißgrad. Also, wir sehen uns. Ja, schönen guten Morgen. Hier südlich von Split, ein kleinerer Ort am Camp Sirena, stehen wir mittlerweile gerade. Wir sind schon ein ganzes Stück gefahren und ich dachte, wir fangen jetzt mal wirklich an, die Reise zu dokumentieren, aber Tauerntunnel und Co. ist ja auch nicht so viel. Ein bisschen was haben wir vielleicht auch schon gezeigt. Und ja, wir haben hier super Glück gehabt. Der Platz ist nämlich bis zum letzten Platz voll und sind bei netten Nachbarn mit auf die Parzelle gekommen und haben hier bis zum letzten Millimeter alles klein und eng gemacht. Ich zeige euch gleich mal, wie eng das ist und dann fahren wir auch los und sehen zu, dass wir rüberkommen nach Montenegro. Lieben Dank noch an die Jungs aus Berlin. Fahren auch sehr steil.
Ja, ich glaube, gleich haben wir es mit der Anreise geschafft. Wir sind mittlerweile schon durch den kroatischen Zoll durch, sind aus der EU quasi ausgereist und warten jetzt hier, dass wir in Montenegro einreisen können. Spoiler, wir sind nicht die Einzigen. Und ja, ein bisschen scheint es noch zu dauern. Google Maps sagt jetzt gerade 11 Minuten. Schauen wir mal, was dann da passiert. Also, mittlerweile sind wir 500 Meter weiter vorne. Es sind, ich sag mal, ungefähr ist eine halbe Stunde vergangen. Und jetzt so nach den nächsten 20 Fahrzeugen, wenn ich das richtig sehe, könnte das mal sein, dass wir drankommen. Was die mit diesen Fahrzeugen machen und wieso man dafür so viel Zeit gebrauchen kann für jedes einzelne Fahrzeug, das weiß ich noch nicht. Wir werden berichten. Jetzt machen wir aber gleich die Kamera erstmal aus. Und wenn wir dann drüben sind, dann erzählen wir vielleicht nochmal, warum eigentlich Montenegro. Wir sind drin. Welcome to Montenegro! So, ging dann jetzt zum Schluss doch ein bisschen schneller. Wir mussten immerhin das erste Mal unseren Fahrzeugschein vorzeigen. Oh Gott, da wird schon musiziert. Die waren ja süß. Hast du das gesehen? Oh, wenn wir Ja, aber drei hätten wir nicht mitgekriegt, sonst hätte ich die mitgenommen. Die hätten bestimmt die ganze Zeit gesungen. Entschuldigung. Geil. Darf ich vorstellen? Das ist ein Autocamp. Meist privat geführt, ein Container oder Wohnhaus als Rezeption und oft direkt am Wasser gelegen. Groß sind sie nicht, diese Autocamps. Vielleicht 5 oder 10 Fahrzeuge passen drauf. Aber pragmatisch sind sie und mit Herzblut geführt. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin noch nicht großartig zurechtgemacht. Es ist Camping und ich konnte heute Morgen das tun, was ich im Urlaub so liebe. Ich bin heute Morgen gleich schwimmen gegangen und das Schwimmen hier war wirklich grandios. Ich war noch allein, ich bin ganz früh, ich glaube, es war 6:45 aufgestanden. Es ist kein anderer mitgeschwommen. Die Sonne kam immer höher, wurde immer wärmer, schien mir ins Gesicht und das absolut, was wirklich top war, was ich auch so noch nicht erlebt habe, ist, wo die Sonne dann wärmer wurde, sah ich auf dem Wasser lauter kleine Mückchen. Und irgendwann fing das dann an, dass die Fische hochsprangen und sich diese die Mücken geschnappt haben. Und ich bin da mittendrin geschwommen. Das war ein Erlebnis, das war richtig, richtig klasse. Ich bin happy. Jetzt gibt es gleich erstmal Frühstück und dann geht es nachher noch weiter. Wir nehmen euch mit. Wir freuen uns auf euch. Wir machen uns weiter auf den Weg nach Peras. Anders als in Kotor geht es hier deutlich beschaulicher zu. Mit dem Auto kommt man erst gar nicht rein und so empfängt uns eine natürliche Lebendigkeit ohne Lärm.
Eigentlich wollten wir uns heute schon direkt Kotor angucken, aber die Parkplatzsituation hat uns in vollkommenem Chaos versinken lassen. Also fahren wir erstmal hoch hinaus und gucken uns mit der Seilbahn die umliegenden Berge an. So schlimm? Es ging gerade zu schnell. Oh. Ja, mittlerweile sind wir hier in der Seilbahn auf die Bergstation von Kotor sozusagen nach oben. Nicole ist sich noch nicht ganz so sicher, ob das eine gute Idee war, aber... Wir werden nicht nur seekrank, die haben auch ein bisschen Höhenangst, aber es sind wirklich ganz moderne Gondeln. Also es ist auch die Stationen alles super modern gebaut und der Ausblick ist wirklich grandios. Ich mag halt diese Übergänge nicht, aber film mal in die Richtung, du siehst es nicht. Also wir sind jetzt schon ein paar Meterchen hoch und da unten sieht man schon den Flughafen von Tivat. Noch recht neu und erst 2023 fertiggestellt, verbindet die Seilbahn von Kotor die Talstation Dab mit dem 1348 Meter hochgelegenen Loftsjen Nationalpark. In nur 11 Minuten überwindet sie die entsprechenden Höhenmeter und man findet oben nicht nur Wanderwege und atemberaubende Aussichtspunkte, sondern auch coole Party-Locations und Bars. Natürlich darf auch die ein oder andere Attraktion für Kinder nicht fehlen. Wenn wir das nächste Mal herkommen, dann wird es spät abends sein, wenn kleine und große DJs ihre Beats über den Platz treiben, während man bei einem Cocktail die Lichter der Stadt genießt. Also mittlerweile sind wir kurz vor Tivat. Ich habe hier den aktuellen Campingplatz der Sicherheitshalber mal eben zu Fuß angeguckt, weil die Anfahrt ist schon ein bisschen durchgeknallt. Aber das zeigen wir euch jetzt mal. Du sollst weiter nach da. Ja. Jetzt. Gott. Am Abend machten wir uns dann auf den Weg nach Tivat und Porto Montenegro. Ich habe vor vielen Jahren Technikkomponenten in Luxusjachten eingebaut.
waren es anfangs die üblichen Einsatzorte wie Monaco, Antibes oder Mallorca, so gesellte sich in immer mehr Serviceaufträgen die Stadt Tivat dazu. Man hat hier rechtzeitig erkannt, dass man an den klassischen Orten Summen in den Yachthäfen bezahlt, die selbst einem eingefleischten Eigner wehtun. Und so fing es in der Nebensaison an, dass immer mehr Yachten in Tivat ankerten. Ich weiß nicht mehr genau, was dann passiert ist. Ich vermute, dass die große Nebulkadnezar-Flasche mit Moet in den angesagtesten Clubs preislich auch die letzten Hemmungen verloren hat. Und so wurde Tivat und Montenegro auch zum Jet-Set-Ort der Stars und Sternchen. Heute geben sich hier Cartier und Rolex die Klinke in die Hand und Tivat ist ein fester Anlaufpunkt für viele Cruise- und Yachteigner geworden. Guten Morgen. Ich dachte, ich zeige euch mal eben, wie das hier mit den Duschen funktioniert. Also erst auf die Drehzahlmesser gucken, ob das Wasser auch warm genug ist. Und dann geht das hier per Seilzug. Kurz nach dieser abenteuerlichen Dusche und dem auch etwas abenteuerlichen Weg aus dem Camp fahren wir nach Kotor. Kotor, eingebettet in die dramatische Kulisse der Bucht von Kotor, oft als südlichster Fjord Europas bezeichnet, ist nicht nur ein UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch ein Ort, der einen sofort in seinen Bann zieht. In der Altstadt selbst fühlt es sich an, als wäre man durch ein Portal in die Vergangenheit getreten. Die eng gepflasterten Gassen, die historischen Paläste sowie der Platz der Waffen oder der Kathedralenplatz sind perfekt für stundenlanges, zielloses Schlendern. Verlieren ist hier fast schon Pflicht, denn an jeder Ecke verbirgt sich ein charmantes Detail. Die wahren Herrscher von Kotor sind allerdings die Katzen. Hier sind Katzen nicht nur geduldet, sondern tief in der Kultur und Identität der Stadt verwurzelt. Überall begegnet man ihnen. Auf ihren Thronen, als Statthalter, immer satt und gepflegt, die Bewohner kümmern sich rührend. Man erzählt sich, dass die Katzen mit den Schiffen aus aller Welt in die Hafenstadt kamen und eine wichtige Rolle beim Schutz der Waren und Vorräte vor Nagetieren spielten. Wunderschönen guten Morgen hier von der Küste von Kotor. Wir sind hier an der Bucht von Kotor und jetzt habe ich irgendwie 25 Mal Kotor gesagt. Egal, wir wollen heute mal von den Städten ein bisschen weg, auf ein bisschen einsameren Platz, weil ich glaube so die dritte Nacht mit Halligalli, Barbesuchen und so weiter und so fort ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. Und jetzt fahren wir einfach mal weiter Richtung Süden und gucken, dass wir da ein nettes kleines Camp finden und melden uns einfach später mal wieder. Bis dann. Bis dann. Also wir sind jetzt hier gerade von Kotor bzw. Tivat auf dem Weg nach Süden. Und mit dem Verkehr ist das hier so eine Sache. Hier soll wohl mal eine vierspurige Straße hinkommen. Zurzeit ist das aber mehr so ein Offroad-Abenteuer. Auf alle Fälle zeigt das Navi für 50 Kilometer 1,5 Stunden an. Mal gucken, wie weit das noch so geht.
Staubig ist es auf alle Fälle. Also ich kann jeden verstehen, der hier irgendwie mit der FFP2-Maske Auto fährt. Das muss nicht die schlechteste Idee sein. Also der Verkehr hier, der macht mich echt fertig. Wir sind jetzt hier 2,5 Stunden unterwegs für eine Strecke von 57 Kilometern. 25 km/h werden mir angezeigt als Durchschnittsgeschwindigkeit. Und wir sind jetzt gerade schon 3-mal an der Einfahrt vom Campingplatz vorbeigefahren, weil das Navi den richtigen Punkt nicht gesehen hat. Beziehungsweise von da aus hätte man halt sich die Klippen runterstürzen müssen. Dann aus der Gegenrichtung war der Punkt so weit davor, dass wir ihn wieder nicht gesehen haben. Dann bin ich zu Fuß runtergegangen und habe mir das noch alles einmal genau angeguckt. Nur wenn man von Norden kommt, kann man nicht so einen engen Bogen schlagen, dass man dann die Einfahrt runterfährt. Ja, und nun stecken wir hier zum 3. Mal in der Schleife fest. 2. Ja gut, stimmt. An dem Punkt hier sind wir jetzt das 2. Mal gewesen. Ja, dann ist das. Ich habe gerade Déjà-vu. Das Mädel ist gerade schon mal in Golf Plus eingestiegen. Täglich grüßt das Murmeltier. Meinst du, wir sind in einer, wir suchen den Eingang zum Campingplatz Endlosschleife gefahren? Ja, irgendwie sowas. Oh, da steht gerade noch einer. Ja, super. Es soll nicht sein heute. Das ist doch. So. Jetzt blink mal. Kommst du nicht dran vorbei? Das ist doch nicht wahr, oder? Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. So, der Campingplatz fällt aus. Das sehe ich jetzt als göttliches Zeichen, dass irgendeine überirdische Macht uns da nicht haben will. Wer weiß, vielleicht brennt er heute Abend ab oder so. Ja. Wir sind froh, dass wir da nicht hingefahren sind. Ich habe keine Ahnung, auf alle Fälle. Das sollte jetzt so nicht sein. Ne? das sollte so nicht sein. Aber der wird auch noch Spaß haben, weil ich glaube, der traut sich nicht runterzufahren. Der wird ja nie wieder rauskommen. Was macht man mit solchen Fahrzeugen da? Ist da irgendwo ein Loch, wo die dann so verscharrt werden? Krankenwagen da unten noch. Hinterland? Ja, dann gehen wir jetzt irgendwie Richtung diesen See. Wir flüchten also ins Hinterland und entdecken durch Zufall den Balkan Express Rallye, einen wirklich epischen Nationalpark, und machen uns in der Tara-Schlucht auf in eine Wildwasserfahrt. Also lasst ein Abo da, bleibt dran und freut euch auf Teil 2.